REST lebt davon, dass es auf Standards aufbaut. Der Standard, mit dem wir uns hier jetzt gerade beschäftigen, ist der HTTP-Standard. Und ein besonderer Charme dabei ist, dass man die Return-Codes, die im HTTP-Standard definiert sind, für sein REST-API sinnvoll nutzen kann, um eine Meldung an den Client zurückzugeben. Und wie das geht, das kommt jetzt. Es gibt im Prinzip 5 Gruppen von solchen Rückgabewerten. Die sind alle durch eine dreistellige Zahl gekennzeichnet und kodiert sind sie durch die erste Zahl. Die 1 steht für Informational, also alle Return Codes, die irgendeine Information über den Server zurückgeben. Die 2 bedeutet eine Erfolgsmeldung, also der Request ist im Wesentlichen gut gegangen. Die 3 bedeutet, es hat eine Redirection gegeben, der Request wurde in irgendeiner Form weitergeleitet oder es wurde etwas damit gemacht. Und dann kommen noch die 4 und die 5, das sind die beiden Fehlergruppen. Die 4er sind die Client Errors, also man kann sagen, hier hat der Client etwas falsch gemacht in seiner Anfrage. Und die 5 sind die Server Errors. Das heißt, der Client hat im Prinzip erstmal alles richtig gemacht, aber irgendwas ist auf der Serverseite schief gelaufen. Vielleicht ein Programmierfehler oder ein Wartungsfenster oder dergleichen mehr. Wir werden uns hier beschäftigen mit den 2er, 3er und 4ern. Die anderen sind für Sie, wenn Sie eine REST API implementieren, eher nicht so relevant, weil die 5er werden in der Regel dann von dem Framework geworfen. Das passiert ja dann bei Ihnen primär dann, wenn Sie irgendeinen Fehler drin haben, also eine Exception, die Sie nicht gefangen haben, irgendeine Division by Zero oder sowas oder so eine Null Pointer Exception, das wären die ganz typischen Fälle. Und die 1, das ist eher für uns, für den REST API-Bereich auch nicht so relevant. Aber 2, 3 und 4, die sind relevant. Und auch da gibt es sehr viele. Wir schauen uns nicht alle an. Ich gehe mit Ihnen mal die durch, die für das Implementieren von REST APIs relevant sind. Das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele. Fangen wir mal mit dem Zweierbereich an, also die Erfolgsmeldungen. Da gibt es erstmal 200 okay, das ist der allgemeine Erfolg. Das ist sozusagen die Universalmeldung, die immer funktioniert, wenn alles gut gegangen ist. Dann gibt es noch als Spielart davon 201 created. Die würden Sie zurückgeben, wenn Sie tatsächlich eine Ressource oder eine Beziehung neu angelegt haben. Also zum Beispiel, indem Sie einen Post aufgerufen haben. Und es gibt noch die Spielart 204, no content. Das ist ein Return-Code, den Sie zurückgeben können, wenn Sie explizit darauf hinweisen wollen, dass Ihre Antwort keinen Request-Body enthält. Also wenn Sie zum Beispiel ein Delete gemacht haben. Aber an dieser Stelle kann man schon mal darauf hinweisen, dass es nicht überall einheitlich diskutiert wird, wie solche Error-Codes in einem REST-API verwendet werden. Also man findet durchaus auch APIs, die nach einem Delete ein 200 OK zurückgeben, wenn das Delete erfolgreich war. Also an einigen Stellen wird ein bisschen diskutiert, wie man es macht. Und im Zweifel würde ich es immer einheitlich machen und im Zweifel würde ich es einfach machen. Also meine persönliche Meinung wäre, der Unterschied zwischen 200 und 201, der kann interessant sein, also dass man kennzeichnet, ich habe hier was neu angelegt. Den zwischen 200 und 204 habe ich persönlich noch nicht gebraucht in meiner Praxis. Dann gibt es einen großen Bereich von Dreier-Nachrichten, also irgendeine Form von Redirection. Die haben alle so einen leicht technischen Touch. Ich stelle mal 2 vor, die für Sie vielleicht interessant sein könnten. Das ist die 301, Move Permanently. Das ist, wenn Sie das API redesigned haben und aber das alte noch beibehalten wollen und dem Client eine Nachricht geben wollen, hier die neue URL ist im Response Location Header, dann kannst du die aufrufen, die alte funktioniert nicht mehr, sondern ruf bitte die neue auf. Dann könnte man so ein 301 zurückgeben. Und die zweite Möglichkeit wäre ein 304, das ist Not Modified. Wenn Sie sich daran erinnern, ich habe, als ich die REST-Prinzipien vorgestellt habe, Ihnen auch gesagt, dass REST im Prinzip Caching unterstützt. Der Mechanismus dafür ist das sogenannte E-Tag. Das ist so eine Art Hash-Code, den man dem Client mitgibt und den der Client dann wiederum beim nächsten Get wiederum an den Server schicken kann. Und dann könnte der Server sagen, hier 304, die angefragte Ressource hat sich nicht verändert. Ich schicke sie dir also nicht neu.
Das würde dann Sinn ergeben, wenn die Ressource, die ich da anfrage, eine sehr komplexe Query erfordert oder sehr groß ist, so dass es ganz schön ist, wenn ich die nicht nochmal neu schicken muss. Wie praxisrelevant das ist, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich eher so eine Nischenfunktionalität, die in bestimmten Fällen sehr praktisch sein kann, die aber in den Fällen, die wir jetzt hier so als Beispiele in der Vorlesung haben, eher nicht auftritt. Der nächste Bereich ist sicherlich der relevanteste von allen, das sind die Client Errors, also die ganzen Vierer-Fehler. Erstmal 400 allgemein ist einfach nur Bad Request. Der fliegt normalerweise von Spring direkt, wenn Sie einen Syntax-Error einbauen. Kleines Beispiel habe ich jetzt hier nicht in den Folien aufgeschrieben. Wenn Sie eine UUID als ID-Format vereinbart haben und Sie rufen aber Ihren Endpoint mit 12345 auf, dann versucht Spring intern in Ihrem Controller diese 12345 auf eine UUID zu mappen und stellt fest, oh, das kann ich ja gar nicht, da fliegt mir eine Konvertierungsexception und die wiederum führt zu einem 400, also zu einem Bad Request. Aus meiner Sicht ist das so ein kleines bisschen nicht so schöner Programmierstil. Ich würde es versuchen, sinnvoller abzufangen, aber das ist dann schon ein bisschen was für die B-Note, also für das sozusagen Feinpolieren eines APIs. Jetzt kommen die etwas spannenderen Sachen. 401 heißt Unauthorized. Der Name ist vielleicht so ein ganz klein bisschen verwirrend, weil es eigentlich um Authentifizierung geht und nicht um Autorisierung, jedenfalls nach meinem Verständnis. Also, im Prinzip sagt mir der Server, die Ressource, die du angefragt hast, die kann man im Prinzip schon anfragen, aber du hast mir nicht gesagt, wer du bist. Du bist nicht authentifiziert. Ich kann die nur an authentifizierte Clients rausgeben. Dann verwandt dazu, aber leicht anders in der Bedeutung, ist 403 forbidden. Da sagt der Server mir, die Ressource, die du anfragst, die gibt es und ich kenne auch deine Credentials. Ich weiß also, wer du bist, aber du darfst die nicht sehen. Da ist also eine Autorisierung auf dieser Ressource. Zum Beispiel habe ich vielleicht Gehaltsdaten von einem Kollegen angefragt, die ich nicht sehen darf, die höchstens das HR-Personal sehen darf. Dann würde ich eine 403 forbidden kriegen. Die 404, das ist wahrscheinlich die Sie am allerhäufigsten benutzen werden und die Sie auch selber am häufigsten wahrscheinlich gesehen haben, wenn Sie selber irgendwelche APIs aufgerufen haben. 404 heißt einfach not found. Das heißt, diese Ressource, die ich da angefragt habe, die gibt es schlicht nicht. Ich habe /students/ irgendeine ID aufgerufen und der Student mit dieser ID, der ist nicht da. Vielleicht habe ich mich vertippt bei der ID oder dergleichen. Kleine interessante Spielart. Ich kann natürlich auch ein 404 als API-Designer zurückgeben, wenn der Client gar nicht wissen soll, dass es die Ressource zwar gibt, dass er aber nicht autorisiert ist, sie zu kriegen. Da kann ich mich ja schon entscheiden. Ich kann dieses Wissen für mich behalten und dann sagen einfach 404. Ich tue so, als gäbe es die nicht. Also ich lüge, wenn ich so will. 405 ist Method Not Allowed. Das heißt, die Ressource, die ich angefragt habe, die gibt es durchaus, aber das HTTP-Verb ist hier nicht unterstützt für diese Ressource. Beispiel, was wir eben schon hatten, ich habe die Ressource /study-programs, also Studiengänge, und das HTTP-Verb wäre delete. An der Stelle will ich ganz bestimmt nicht, dass ich von außen alle Studiengänge löschen kann. Das heißt, ich würde bei einem Delete auf /study-programs würde ich ein 405 Method Not Allowed zurückgeben. Wogegen ich ein Get auf /study-programs durchaus erlauben kann. Denn die Menge an Studiengängen wird nicht so groß sein, dass es den Server lahmlegt. Also diese Liste kann man mal durchaus zurückgeben, wenn man das möchte. Dann gibt es 406 Not Acceptable. Das nutze ich dann, wenn ich als Client ein bestimmtes Ergebnisformat anfordere und der Server das aber nicht unterstützt. Ich kann ja in meinem Request-Header angeben, dass ich ein bestimmtes Wunschformat habe, also ein bestimmtes Format akzeptiere, genauer gesagt. Ich kann zum Beispiel sagen, ich akzeptiere XML und sonst nichts. Und der Server kann aber nur JSON. Und dann würde er sagen 406. Im Prinzip ist die Antwort, ich könnte es dir sagen, aber bitte nicht in dem Format, das du mich gefragt hast. Dann auch eine sehr interessante Fehlermeldung 409 Conflict. Die brauche ich zum Beispiel dann, wenn Sie mal zurückdenken an das Beispiel aus dem Richardson Maturity Leveln,
Wenn ich bei dem Arztsystem versuche, einen Termin zu buchen, den ich mir vor 10 Minuten habe geben lassen, als freien Termin, und der ist aber zwischendurch an jemand anders vergeben worden, dann findet der Server einen nicht auflösbaren Konflikt für sich vor und gibt 409 zurück. Nehmen wir das mal zum Anlass, um nachzulesen, wenn Sie im Zweifel sind, welcher Return-Code denn wirklich richtig ist. Und dann können Sie zum Beispiel hier in die RFC reingehen. Ich habe das mal für Sie hier rauskopiert, den Originaltext, und die Definition von 409 in diesem Fall lesen. Das wäre: The 409 conflict status code indicates that the request could not be completed due to a conflict with the current state of the target resource. Das heißt, es besteht ein Konflikt zwischen der Anfrage und dem aktuellen Zustand der Ressource, weil der freie Zeitschlitz ja schon vergeben ist. This code is used in situations where the user might be able to resolve the conflict and resubmit the request. Geht in diesem Fall ja einfach. Der Nutzer müsste einfach hingehen und einen anderen Zeitschlitz anfragen, dann lässt sich das Problem wieder lösen. The server should generate a payload that includes enough information for a user to recognize the source of the problem. Das heißt, wenn sowas auftritt, sollten Sie eine Nachricht mit in den Response Body tun, wo drin steht, warum denn jetzt dieser Konflikt aufgetreten ist. Insbesondere in diesem Fall einfach: Der angefragte Zeitschlitz ist leider inzwischen vergeben. Bitte wählen Sie einen anderen. Und wenn Sie dann freundlich sind, könnten Sie direkt auch die Liste der noch verfügbaren freien Zeitschlitze mit reintun. Das ist dann wiederum in Ihrem Gestaltungsfreiraum als API-Designer quasi angelegt. Und dann als letzte relevante Fehlermeldung wäre die 422 Unprocessable Entity. Das ist auch eine interessante Fehlermeldung. Die werfen Sie dann, wenn die Syntax okay ist. Also Sie haben quasi syntaktisch nichts falsch gemacht, aber es tritt ein semantischer Fehler bei der Verarbeitung des Request Body auf. Machen wir ein praktisches Beispiel. Sie stellen einen Post-Request, wollen ein neues Entity anlegen. Sie haben in dem Request-Header gesagt, dass Sie das im JSON-Format schicken. Der Request Body ist auch ein wohlgeformtes JSON-Objekt, aber Sie wollen zum Beispiel ein Study-Program neu anlegen und was Sie schicken ist ein Student. Dann kann der Server an der Stelle daraus kein Study-Program erstellen und wirft ein 422. Zum Thema Return-Codes finden Sie massenweise Ressourcen im Netz. Das hier fand ich sehr vergnüglich und nett. Das ist so eine Art Entscheidungsdiagramm, so ein Flussdiagramm, wo man mal durchgehen kann und sich die entsprechenden Return-Codes raussuchen kann, die man braucht für einen speziellen Fall. Der Link ist im Skript, wenn Sie das mal ausprobieren wollen. Und zum Abschluss des Videos würde ich gerne noch ein paar Beispiele durchgehen für Return-Codes. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Sie haben ein Get of Study Groups. Sie haben eine UUID angegeben, aber offensichtlich gibt es diese UUID nicht. Was geben Sie zurück? Natürlich ein 404. Die Ressource existiert nicht. Es gibt keine Study Group mit dieser UUID. Was würden Sie zurückgeben bei Delete Study Programs 1, 2, 3, 4, 5, wenn man davon ausgeht, dass es das Study Program wirklich gibt, aber dass Sie das nicht erlauben wollen? Dann würden Sie ein 405 zurückgeben. Es ist forbidden. Sie dürfen also dieses Löschen nicht durchführen. Jetzt nehmen wir mal an, Sie würden ein neues Planned Meeting posten bei Study Groups und Sie haben eine Invariante in diesem Aggregate und Sie verletzen mit dem, was Sie da posten wollen, die Invariante. Also nehmen wir mal an, Sie stellen ein zweites Planned Meeting zum gleichen Topic ein oder Sie haben ein Planned Meeting, was mit einem anderen zeitlich kollidiert und das würde Ihre Invariante verletzen innerhalb des Aggregates. Was würden Sie dann zurückgeben? Sie würden ein 409 zurückgeben, Konflikt. Invarianten bei Aggregates sind ein klassischer 409 Error-Code. Damit haben Sie alle für REST APIs wirklich relevanten Fehlercodes, Return-Codes kennengelernt. Das sind, wenn ich jetzt mal überschlage, vielleicht 2 Hände voll und mit denen kommen Sie aus. Wenden Sie die einfach konsistent an und dann weiß Ihr Client bei einer fehlerhaft verlaufenden Anfrage, was schiefgelaufen ist.